Das war wieder so knapp gestern, gell? Ich hätte nur eine Viertelstunde mehr braucht. Dann war's gegangen, Alter. Nicht länger, ich sag's dir. Naja, ich finde, das hat von Anfang an nicht so gut ausgeschaut. Ja, kenn doch der Ohren, jetzt haben wir nicht. Übrigens, schuldest du mir nur 10 Moneten, weil du dir ja unbedingt noch einen Drink spendieren wolltest. Ja, ich hab halt gedacht, du gehst dir viel aus dann. Also du kannst es schon machen, aber das wäre halt nix. Also als meistens. Ja, wahrscheinlich. Du, Alter, sag einmal, der hat mich auf den Stuhl da gesehen, der schaut mir echt brutal gemütlich an. Ja klar, mach das. Du, mir geht's jetzt nicht um die 10 Euro, aber denkst du nicht, dass da mal Zeit wird für einen Job? Was? An Job. Alter, na, jetzt kenn ich mal, das ist mir viel stressig, Alter. Na, wobei, außer ich wär der Bartender, das war schon eine gemütliche Sache. Wenn du Bartender bist, dann musst du halt nicht, wie jeder andere, 9-to-5-Zipfel jeden Tag in die Arbeit und einfach einen Scheiß machen, sondern du chillst da, saufst aber keine halbe und kannst über Mädels was ausgeben, Alter. Das ist einfach Leiwand. Ja, wenn du das durchziehst, du, habe ich nichts dagegen. Aber weißt du was? Was auch übel nice war so Cocktailmixer in Hawaii, am Strand, läuft so nicer Sound im Hintergrund. Da misch ich so ein bisschen was zusammen, Alter. Aber wenn du Cocktailmixer auf Hawaii werden möchtest, dann musst du erstmal nach Hawaii kommen. Ja, hast schon recht. Leider. Warte mal, du kennst doch die zwei vom Theater, oder? Du hast doch voll die Connection, meinst nicht mal, du kannst mit denen mal reden, weil das war schon was mich eigentlich voll interessieren darf. Ganz andere Richtung, aber wir können gerne mal zur nächsten Vorstellung gehen. Ja, okay, passt, super. Hier? Freitag um 8 Uhr, gehen wir hin? Ja, passt. Dann machen wir das. Kapitel 1: Das Theater. Wenn ich zurück auf mein Leben blick, dann merke ich immer wieder, wie wichtig der Bruno in dem war. Er hat ja wirklich so sau den leiwanden Obststand fast direkt neben der Alz gehabt. Nur wegen ihm bin ich mit ins Theater gekommen, da werde ich ihm für immer dankbar sein. Das wäre schon passen. Du, servus Bruno. Ja, servus. Ja, sag mal, was sieht man da überhaupt an bei so einem Theater? Ja. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, wie das wohl ausgegangen sein muss. Das war aber nicht so geplant, oder? Und ehe es mich zu Schmerzen bracht, er Nutzen zieht aus seiner Macht. Ihr Kleid so rot, von Blut getränkt, ihr schönes Herz hört auf zu pochen. O weh, ich glaub, hab sie erstochen, mein Geist hab ich der Höll geschenkt. Also ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Ich meine, ich persönlich hänge mich da voll rein. Ich streng mich an, reiß mir den Arsch auf und du vergisst deinen Text, fällst hin alle 10 Sekunden. Ich meine, es ist einfach unprofessionell und nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr lustig. Ich meine, man hat es ja gesehen, die Leute schlafen ein in so einer Vorstellung. Tut mir leid. Das ist Engelbert. Der unterstellt seiner Partnerin Anna, dass sie ihm bei seiner Schauspielerkarriere im Weg steht. Und das ist Anna. Sie ist diejenige, die die Kritik heute aushalten muss. Ah, servus Bruno. Die haben wir schon die ganze Zeit gesagt. Und was bist du für ein Vogel? Ja, das ist der Xaver. Stimmt, du wolltest Theaterspieler werden, gell? Du wolltest dich hier bewerben. Ja, genau. Also ich wollte es mir eigentlich nur mal anschauen aus einer Dank, weil man eben noch nicht so ganz sicher bin. Naja, also da sollte man sich schon ein bisschen sicherer sein. Das ist schließlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf, den nur die Besten ausüben können. Ihr könnt ja mit zur Party heute kommen, oder nicht? Ja,
Stimmt. Ach so, da gibt's eine Party. Ja, und nicht irgendeine Party, gell? Der Typ hat eine fucking Rave Cave in seinem Keller. Müssen wir dann das selbst hier fahren, oder? Na, es gibt einen Fahrer. Ja, wen denn? Ja, also das ist ja ganz spezieller. Der hat gerade nur einen Auftritt als Seemann. Ei, ei, Matrosen, springt an Bord! Ei, ei! Was ist das für eine Kiste? Har! Kapitel 2. Die Party. Wir haben uns dann Vollgas auf den Weg zur Party gemacht. Darf ich mitspielen? Ja, klar. Ich denke mir, ihr könnt euch schon vorstellen, was an dem Abend alles hier abgegangen ist. Als wir angekommen sind, haben wir direkt erstmal den Bierpong verloren. Es hat aber echt viel Schnaps gegeben und irgend so ein Zipfi hat ein riesiges Bierfassel organisiert, von dem sich jeder ordentlich was eingeschossen hat. Es gab echt diese Rave Cave, das war der Hammer, Alter. Ach du Scheiße. Die hat so selber drehende Lichter gehabt und so ein Chaos, Alter. Ich hab mich gar nicht mehr auskennt. Irgendwann hat der Engelbert einen taktischen Schlafer gemacht. Da hat man gleich gedacht, die Gelegenheit die nutze ich und tanzt ein wenig mit seinem Weibe. Aber das hätte ihm nämlich gar nicht taugt, wenn er wach gewesen war. Super Party. Was ich aber eigentlich sagen wollte, es gibt verschiedene Arten von Heimwege. Hängt natürlich alles mit verschiedenen Arten von Menschen zusammen. Einen gibt's, die hat echt immer sein Radl dabei und der schaukelt sogar nach der härtesten Party immer noch heim. Es gibt dann einen Schleimer, der überlegt sich überhaupt nicht, wie er eigentlich heimkommen soll, weil der pennt dann sowieso beim Gastgeber. So ein Zipfel. Dann gibt's nur den perfekten Kandidaten, den Autofahrer, der ist einfach selber mit seiner Kiste da und hat darum kein Problem heimzufahren. Es gibt dann noch den, der bleibt immer hucken. Der bleibt nicht nur hucken, der geht zur nächsten Kneipe und da bleibt er hucken. Der stellt sich so viel Halbe ein, bis der Barkeeper sagt, wir haben keine mehr. Natürlich hat es dann auch noch einen Weg gegeben. Ich bin immer zu Fuß heimgegangen. Potzblitz, das war der Knackpunkt. Ich geh heim, so spät in der Nacht. Alle Läden haben schon zugemacht. Das taugt mir nicht, ich brauch doch ein Brot und a Tiefkühlpizza für den Hunger in der Not. In dem Moment wusste ich, Alter, ich mag auf jeden Fall Rapper werden. Jo, was geht? Servus, Bruno. Ja, weißt du was? Ich hab so eine brutale Idee. Ich werde als Rapper. Also jetzt ohne Schmarrn. Ja, wirklich. Ob's das mal glaubst oder nicht, ich werde als Rapper. So, Xaver, jetzt kennst du erstmal den Rausch und dann überlegst du das nochmal gescheit. Ja, du Zipfi, Was denkt ihr? Glaubt ihr, ich bin wirklich Rapper geworden? Schauen wir doch am besten mal rein. Natürlich war mir klar, dass wenn ich Rapper werden möchte, dann brauche ich ein bisschen Cash, um meine Karriere richtig kickstarten zu können. Also habe ich bei einem Burger Truck gearbeitet. Meine Hauptaufgabe war es, die Kunden zu bedienen. Aber wenn wenig los war, dann habe ich zum Glück auch mal die Burgerbutzeln werfen. Das war leiwand. Irgendwann habe ich mal genügend Kapital in der Tasche gehabt und dann habe ich direkt starten können. Kapitel 3. Xavers Performance. Ich geh heim, so spät in der Nacht.
Am Anfang waren die Anläufe noch heikel, aber dann liefen die Lines wie Dressing auf dem Salat. Das taugt man nicht, ich brauch doch ein Brot und eine Tiefkühlpizza für den Hunger in der Not. Das taugt man nicht, das ist eine Sache, die ich nur am Wochenende mach. Ohne Kach, ohne Sach, kalte halbe in meinem Bauch, wie ein Schlauch vom Wasser, macht sie meine Kehle nasser. Kapitel 4: Ein neues Leben. Ich wurde nie ein guter Musiker. Der Bruno hat sich aber dann entschlossen, ebenso wie ich es tat, einen neuen Weg in seinem Leben einzuschlagen und ist dann ausgewandert. Und so hat dann leider Brunos legendärer Obststand an der Alz sein Ende gehabt. Wie oft noch, Anna? Bei der Anna und beim Engelbert ist aber in der Zwischenzeit überhaupt nicht gut gelaufen. Der Engelbert, der kennt sie überhaupt nicht und hat natürlich wieder einen seiner berüchtigten Wutanfälle gehabt. Doch was dann geschah, grenzt an ein Wunder. Genau. Ich. Jetzt sind ja einige Jahre vergangen. Da hat sich natürlich gescheit was verändert. Der Bruno, der lebt jetzt mit seiner Frau in den Vereinigten Staaten von Amerika und ist brutal happy, da er einen Obststand direkt am Mississippi hat. Der Engelbert, der ist jetzt ein relativ berühmter Schauspieler geworden. Und ja, was mit mir passiert ist, das kennt ihr euch bestimmt schon Dinger. Und mit der Anna. Aber ja, überzeugt euch doch am besten mal selber. Love is in the air. Love is in the air. Oh. Love is in the air. In the rising of the sun. Love is in the air. When the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.